Ich war 8 Jahre, als meine Mutter zurückkam. Und mein Vater wusste, dass meine Mutter von Vught, also von den Niederlanden, nach Ravensbrück gegangen war. Aber danach ist die Verbindung abgebrochen. Ich habe noch einen Brief, die zurückgekommen ist aus Ravensbrück. Das war Januar 1945. Und da war meine Mutter schon 2 Monate in München. Also man hat nicht gewusst, wo die Frauen waren. Und meine Mutter hat auch nicht viel über Ravensbrück gesprochen. Ich wusste von diesem Aufsatz, die sie gemacht hatte. Der Aufsatz war eigentlich, ich glaube, der Aufsatz hatte sie gemacht für eine Rede in unsere örtliche Kirche. Und da habe ich dann später, nach 4 Jahren, habe ich diese Sache übersetzt. Und ich bin meiner Mutter dankbar dafür, dass sie mit mir nicht über Ravensbrück gesprochen hat. Die schlimmeren Sachen von Ravensbrück, die habe ich erst 2004, 2005 erfahren. Ja, Ravensbrück hat eine besondere Bedeutung für mich. Ehrenamtlich bin ich in Neuengamme tätig, weil ich fast nebenan wohne. Und hier kommt das auch, weil ich da schon so oft gewesen bin. Aber die Erfahrung, die ich mache, jedes Mal, als ich nach Ravensbrück komme, die kann ich nicht vergleichen mit der Erfahrung, die ich bei anderen Gedenkstätten habe. Das ist eigentlich jedes Mal so, wenn ich da hinkomme, dass ich da so einen Rück bekomme. Und da hat es natürlich auch, was auch eine Rolle spielt, ist die Umgebung von Ravensbrück. Es ist, als ob die beiden zusammenpassen. Diese melancholische, diese Landschaft. Ich habe den Vorteil, dass ich vor dem Krieg geboren bin. Also, dass ich meine Mutter gehen haben sehen und zurückkommen sehen. Dass ich wusste, dass sie in einem KZ war. Die meisten Frauen, die waren jünger als meine Mutter und haben die Kinder. Und die Kinder sind erst nach dem Krieg geboren. Und die Kinder, die haben es auf eine unangenehmere Art erfahren müssen. Die haben so peu à peu gehört, ja, da war was. Und wurden dann auf eine andere Weise damit konfrontiert, als die Kinder, die vor dem Krieg geboren waren. Es gibt schon Unterschiede, einfach durch zwischen den Unterschieden zwischen der Lebensalter. Ich habe natürlich eine andere Einstellung als die jüngeren Leute. Und ich weiß nicht, ich meine, es ist auch ehrlich gesagt nicht so sehr unser Problem. Die andere Generation ist dran.